Jo, halt zurück zu Sherlock Holmes. Also ich bin ja immer noch im Kew-Garden und ich habe jetzt mal ein bisschen gerätselt hier, was eigentlich abgegangen ist. Und das ist halt mein Ergebnis, ne? Also Hamish ist für mich der Typ, ne? Weil der hat das alles initiiert. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist das Ganze mit der Sekte hier, ne? Weil diese Konstellation kommt nur zustande, wenn man sagt, die Sekte wollte ihn umbringen, ne? Und ich finde es hier vom Text her, die göttliche Gesellschaft ließ die tödlichen Pflanzen in Kew Garden, um mit ihm zum späteren Zeitpunkt zu ermorden. Es war ja auch nicht so, ne? Die haben ja eigentlich, die wollten eigentlich, geht nicht um den Diebstahl, sondern halt eigentlich, dass sie die Pflanzen überhaupt nicht geklaut haben da am Anfang, sondern die lagen da einfach rum, ne? Tja, also die Sekte ist da gar nicht mit verwickelt. Hätte ich jetzt mal gedacht. Weil eigentlich müsste ja derjenige, der es gemacht hat, muss sich ja auf dem Gelände da auskennen. Also waren die Pflanzen auch da, auch diese tödlichen. Und ja, da bleiben eigentlich nur Hamish und White übrig. Albert hat ja sicherlich seinen Vater nicht, mal abgesehen davon, dass der von Pflanzen überhaupt gar keine Ahnung hat, hat er seinen Vater nicht umgebracht. Also Hamish ist schon mein Favorit. Ne? Jetzt kann man hier sagen, okay, Hamish verhaften lassen. Ne? Und das können wir doch jetzt mal machen. Wir fahren halt zu Scotland Yard und verpetzen den. Wo ist er denn? Der Nein, das ist Watson. Listrat. Polizist, Hallöchen, Popöchen. Wir haben hier was zu A melden. very good day to you, my friend. Is Inspector Lestrade in? The inspector's waiting for you in his office. Ja, dann laufe ich da mal hin. Stimmt, da hinten, wo man so wild anzeigen kann. Nein, Staff Room. Hat ja ein eigenes Zimmerchen, ne? Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Ups. Aha. Abgeschlossen. Okay. Wo ist er denn? Man muss schon hier auf die... Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Okay, also der hat mitgekriegt, dass wir hier rumgespielt haben. Klar, dass der sich dann für The was mark anderes around the entschieden hat. neck is very visible. He died instantly. Ja, was sonst? Oh, ein Brief. Mein Leben ist mittlerweile höchst nicht mehr zu ertragen. Okay. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände. Ja, okay. Hat er halt selbst geschrieben.
Ja, was könnte mit seinen Füßen... Holmes, Oh. his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Okay. Moment mal. So, Hamish alleine. Ah, okay. Ja, alles klar. Mit Lestrade reden. Ja, dann lass uns doch mal mit Lestrade reden. Der steht hier gleich um die Ecke. Du? Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Okay. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Also, die treffen gegen 9:30. Das Ding hier, was ist denn 9:30? 9:30 hier. So. Circa 20 vor 10. 20 vor 10. Na komm. Nö. Martin Hamish hat um 10 Uhr... Achso, sorry. Das müssen wir mal wegnehmen. Das obere war klar. So, jetzt sagen wir mal hier um circa 20 vor 10 ging Hamish und dann, so, wo ist er? Da ist er. Der weg damit. 20 vor 10. Das ist hier. So, Marty Hamish hat um 10 Uhr Unterredung mit Miss White, mit White hieß Licht, okay. 10:40 im Labor auf, als sie dann schließlich Hamish und Albert Schlag mich tot und sich zu ihnen gesellte. Also die drei hier. Das war um 10 Uhr. So, Hamish lief sofort Schlag mich tot. Gegen 10:30. So, Albert ließ sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. Hielt sich da natürlich auf. Um 10 nach 10 sah er, wie Hamish... Okay, 10 nach 10. Okay, abspielen. Hey, man. Hallo.
Also, was stimmt denn nicht? Um circa 20 vor 10. 20 vor 10 ging Hamish Ach so, okay. Warte mal. Nach 10 Minuten. Jo, sorry. Das habe ich vergessen. Hamish kehrte zurück zum Saathaus. Sorry, das habe ich hinterher. Flupp. So. Marty Hamish um 10 Uhr und weiter. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf, als sie dann schließlich Hamish und Arbeiter gesellte. Hielt sich bis 10:40 Uhr. Okay, mal abspielen. Was denn? Warte, Marty Hamish hatten den 10 Uhr Unterricht mit hatten um 10 Uhr eine Unterricht mit Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf. Bis 10:40 Uhr, im Labor auf. Als sie dann schließlich Hamish und Arbeiter in Seerosenhaus sah und sich zu ihnen gesellte. Sorry, das hier muss dahin. Nochmal. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Tja, also ich würde mal sagen, die gute Dame hier, ne? Miss White, Zeitachse. Und Hamish. White hatte Zeit. Tada! Und wir haben jetzt nochmal Albert und Hamish. Ups, wo ist es? Sorry. Da ist es. Hier. Albert. Mal nicht, ne? White ist eine Komplizin. Let's see. Keine Gnade für White. Ne, das ist ja nun alles sehr, sehr hinterhältig. Klar.
But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Okay. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Nix ist too late. Oh. Es ist doch too late. This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Tja, die ist wohl kaputt gegangen, ne? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ein bisschen spoilen. Okay, sie war Komplizin. Keine Gnade. Okay, Entscheidung bestätigen. Alles gut. Flupp. Schüsse beim Mondlicht. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Also, bis dann, ciao.